Ja, guten Morgen allerseits. Ich begrüße Sie sehr herzlich zu dieser Donnerstagmorgen-Session der großen Konferenz, an der Sie alle vermutlich schon mehr teilnehmen konnten als ich leider. Ich freue mich aber sehr, jetzt dieses Panel zu moderieren. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich glaube, dass der Zoom dazu verleitet, dass man überpünktlich ist. Das hat Vor- und Nachteile. Meistens wiegt dann Probleme mit der Technik das dann wieder auf. Aber ich denke, das wird nicht passieren. Ich bin gebeten worden, Ihnen allen das zu sagen, was Sie ohnehin schon tun, nämlich Ihre Kamera auszulassen, damit es technisch besser funktioniert und wir uns ganz und gar auf die Rednerinnen konzentrieren können. Mein Name ist Stefanie Schüler, ich bin Historikerin, Leiterin des Zentrums für Antisemitismusforschung und ich moderiere dieses Panel zusammen mit meiner Kollegin Liz Harvey. Ich freue mich sehr, liebe Liz, dass wir das zusammentun. Liz Harvey ist Historikerin mit einem Schwerpunkt in der Geschlechtergeschichte und der NS-Geschichte und das ist das, was uns schon seit vielen, vielen Jahren verbindet. Ich glaube, wir kennen uns seit über 25 Jahren, seit einer Konferenz, auf der es um Geschlecht und Gewalt und militärische Gewalt ging. Ich erzähle das nicht als persönliche Anekdote, sondern weil ich darüber noch mal nachgedacht habe, dass die Geschlechtergeschichte sich sozusagen in den 80ern und 90ern langsam vorgearbeitet hat zu bestimmten Themenfeldern. Und ich fand es dann schon bemerkenswert, dass über Geschlecht und Gewalt, Geschlecht und Militär, Geschlecht, ne, auch gerade im NS-Bereich schon durchaus in den späten 90ern und dann seit den 2000ern sehr viel gearbeitet wurde. Aber beim Thema Holocaust ist man irgendwie stehen geblieben oder zurückgeschreckt. Es gibt, das muss ich, Frau Ley nickt schon, das beruhigt mich, das muss ich Ihnen nicht sagen. Es gibt tatsächlich wenig Arbeiten und auch wenig, es gibt über einige mehr so überblicksartige Aufsätze. Aber ich muss ehrlich sagen, für mich war das Buch von Zoe Waxman, das vor ein paar Jahren erschienen ist, die das sozusagen sich erstmalig wirklich intensiv sozusagen nur mit dem Thema beschäftigt hat, Geschlechtergeschichte des Holocaust, schon ein Meilenstein und das ist erst vor ein paar Jahren veröffentlicht worden. Also das heißt, wir befinden uns hier bei einem Thema, wo es schon an sich ein Tabu ist, geschlechterhistorische Fragestellungen an ein Mordgeschehen zu stellen, das so umfassend ist, dass man sagen, davor zurückschreckt jetzt. Und dann wurde das ja auch oft noch so gesehen, etwa mit feministischem Hintergrund daran zu gehen. Und über die Geschichte unseres Faches können wir vielleicht noch in der Diskussion näher drauf eingehen. Aber ich dachte, es ist wichtig, sich das nochmal vor Augen zu führen, wie nicht selbstverständlich es ist, sich mit diesen Fragekomplexen sich dem Thema anzunähern. Und ich freue mich daher besonders, dass wir zwei Kolleginnen heute gewinnen konnten, die das tun, Christine Zülke und Astrid Ley. Ich werde sie jetzt beide hintereinander ganz kurz vorstellen, dann werden sie ihren Input geben, dann wird Liz Harvey einen ausführlichen Kommentar sprechen. Ich werde mich selber dann nur noch mit 2, 3 Fragen anschließen, weil ich glaube, wenn wir 2 kurze Inputs haben und 2 Kommentare, dann ist die Zeit um und dann haben wir besser so dann noch viel Zeit zu diskutieren, hoffe ich zumindest. Ich beginne mit Christine Zülke, die an der Universität Heidelberg Jewish Studies, Philosophie und Literatur studiert hat und dort ihren Master geschrieben hat und dann nach Berlin gewechselt ist. Und das freut mich sehr, denn sie ist ans Zentrum für Antisemitismusforschung gewechselt mit ihrem Dissertationsprojekt zu den jüdischen Schriften des Sonderkommandos aus Auschwitz. Sie wird auch daraus heute vortragen. Und sie ist mit diesem Projekt auch beim EDES Studienwerk angedockt und ist zurzeit Visiting Scholar in Berkeley. Frau Zülke wird deshalb auf Englisch sprechen, weil sie sozusagen im Moment ihr wissenschaftliches Universum eher auf Englisch stattfindet. Und dann begrüße ich sehr herzlich Astrid Ley, die ich hier natürlich eigentlich nicht vorstellen muss auf dieser Konferenz, die stellvertretende Direktorin der Gedenkstätte Sachsenhausen, wo sie auch die Forschungsabteilung leitet und viele beeindruckende Ausstellungen kuratiert hat. Astrid Ley ist Historikerin und mit einem Schwerpunkt in der Medizingeschichte und der Medizingeschichte des Nationalsozialismus. Sie hat über die Täter der Sterilisationskampagnen gearbeitet und sie hat, was mich besonders beeindruckt hat, damals in Brandenburg
das Euthanasie-Gedenken und auch die dortige Ausstellung kuratiert. Und sie, wenn ich das richtig sehe, wird uns heute auch auf einem Bereich vortragen, der sozusagen über diese, nicht in erster Linie jedenfalls mit Medizingeschichte zu tun hat. Vielleicht kann man auf die Verknüpfungen am Ende auch noch eingehen. Ich freue mich jedenfalls auf beide Inputs und liebe Frau Zürke, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Frau Schüler. Vielen Dank für die Einladung, die tolle Organisation der Konferenz und auch die nette Einführung. Ich werde meinen Impulsvortrag auf Englisch halten, beantworte Fragen aber gern auf Deutsch und Englisch. So my topic today will be the perspective of the Sonderkommando in Auschwitz-Birkenau on women as victims of violence. The primary sources of my doctoral dissertation are the manuscript of the prisoners of the so-called Sonderkommando in Auschwitz-Birkenau, which were forced to work in the gas chambers and crematoria. The testimonies were written in Yiddish by the Polish Jewish prisoners Leib Langfuss, Simon Leventhal, and Simon Gradowski from 1943 until 1944. These documents are textual artifacts, written evidence that reveal the experiences of what had happened to the Sonderkommando members themselves and to other Jewish victims in Auschwitz-Birkenau. As Simon Gradowski explained it in his manuscript, quote, "And there I was put as a guard by the devils at the gates of hell, through which doors millions of Jews from all over Europe went or still go through. I accompanied them to the last step of life," quote end. The Yiddish sources include several descriptions of perpetrators' atrocities, as the Sonderkommando members wanted to bear witness and document these incidents. I want to answer the topic of sexualized violence against women with the following passage written by Leib Langfuss. Quote, "Oberscharführer Voss was standing at many transports at the door of the undressing room and touching the sexual organ of every young woman entering naked the gas bunker. There were also cases when German SS men in all their ranks were putting their fingers in the sexual organs of young, pretty women." Quote end. It is a short description of sexualized violence, but not the only passage in the corpus of the Sonderkommando writings, which tells about cruelty and violence against the victims, moments before their death. The passage provides a triangle of the three involved groups. First, the female direct victims. Second, the male perpetrators. And third, the Sonderkommando members as the indirect male victims. The Sonderkommando members, like Leib Langfuss or Simon Gradowski, have in this case the role of an observer, an eyewitness, and a messenger for the future reader. In this Impulsvortrag, I would like to point out different aspects of sexualized violence by focusing first on a perspective of the female victims, then connecting female and male victims as part of the Jewish collective, and last, to show the perspective of the Sonderkommando representing the male victims. As you can see, my presentation only focuses on the victims. It is narrowed to Jewish adults and two genders. First, the female perspective. If we understand sexualized violence as destructive attempts against somebody's, quote, physical, emotional, and spiritual integrity, quote, and as Stacy Benberg says, we can understand how it targeted and affected Jewish women and men. Brigitte Halbmeier points out that sexualized violence, quote, is not about the sexuality of the perpetrators, but rather that violence is committed via sexuality. The term sexualized violence makes it clear that male violence against females is not about sexuality, but it is a show of power on the part of the perpetrators and includes many forms of violence with sexual connotations, including humiliation, intimidation, and destruction, quote end. Therefore, the term sexualized violence refers to rape, assault, forced abortion, forced sterilization, and other bodily sex-based violations like forced public nakedness and the shaving of hair.
The nakedness, for women the aspect of exposure in front of the other gender in general, and the perpetrator specifically, often in combination with emotional and physical assault, was part of humiliating and dehumanizing the victims. Simon Gradowski describes how the naked women were reacting, quote, "Some are feeling ashamed, want to disappear somewhere, to not show their nakedness," quote end. The nakedness is symbolic in two ways. First, it not only forcefully strips the victims of their clothes, a protective physical barrier. Second, but it also strips them of their names and their individuality, a reference of their identity. In these crimes, the male perpetrator used to target the female identity of their victims and took advantage of their powerlessness of their victims. The excerpts from the Sonderkommando writings show us how the women entered the gas chamber with feeling of violation, feelings very shortly replaced by the terror of impending and agonizing death. Even though sexualized violence was very common, it is difficult to put these crimes in a number. Sexualized violence was widespread in terms of the victims, like Jewish and non-Jewish, children and adults, men and women. Places where they occurred, for example, in their homes before their deportation, in hiding places, ghettos, prisons, and in camps. And by whom it was done. Germans and non-German perpetrators from all ranks and roles, like soldiers, collaborators, or fellow prisoners. Sexualized violence of new prisoners, as well as deportees sentenced to immediate death, has been reported in all major concentration camps, like Treblinka and Bergen-Belsen, not only Auschwitz. Sexualized violence occurred during the Holocaust on a large scale, but survivors hesitated to speak about this part of the experience. Scholars until recently neglected this aspect of the Holocaust for several reasons. First, these cases are rarely mentioned in testimonies. Second, they figure hardly at all in official documents. And third, it was often assumed that these crimes were less common due to the ideology of race purity. Nomi Löwenkron explained it in a very visual way by stating, quote, "It is far easier to count the numbers of skeletons than the numbers of those raped. Skeletons are far more tangible and visible, but the living women who were raped hide, for they fear the stigma that is likely to cling to them if they reveal what was done to them." Quote end. As it is still today, often the victims were blamed instead of the perpetrators. About my second part of the presentation, gender and race. The abuse Jewish women suffered during the Holocaust ranged from rape, forced abortion, or sterilization to the killing of their newborns. These are highly gendered crimes, as most of them are specifically connected to womanhood. The perpetrator's understanding of female Jews as the representation of the Jewish people in terms of their productive function has a deeply political dimension. Female Jews were perceived as, quote, "women as Jews," in the words of Stacey Benwell. Consequently, crimes against women as Jews, against prospective Jewish mothers, were crimes against the future Jewish collective. The traditional gendered role for male Jews would be to protect, often even to provide for their families, depending on their status, religiosity, and profession, as, quote, "both providing and protecting must be understood as central to most practices of masculinity, and overtly present in all of the normative identities," quote end. In the same way, the concentration camp system is directed against females in all aspects of their womanhood. It is also directed against and their masculinity. Regarding sexualized violence, the topics of gender and race are going hand in hand in the way the victims were perceived and treated by the perpetrators. Therefore, when women were attacked through sexualized violence as bearers of the future Jewish generation,
so are men in their role as protectors of the present Jewish generation. The victims were threatened as men and women, as well as Jews, as part of the Jewish collective. The male perspective. Focusing on female victims is, with no doubt, important, but to understand the full picture, the full impact of sexualized violence during the Holocaust, research cannot neglect the perspective of the male victims. Including different gendered perspectives leads to a completer and more complex picture, which will deepen our understanding of the Holocaust. We have to see men as men, with their choices, their bodies, victimization, etc. The Sonderkommando was an entirely male prisoner group. If they had encounters with women, those were mainly limited to the victims in the undressing room before they were murdered. It shows that the testimonies provide a, quote, gendered memory, as Isabel Wollaston calls it, and need to be read according to the writer's gendered, social, cultural, and in Leib Langfuß's case, also religious lens. This might explain why only women are described as victims of sexualized violence in the Yiddish manuscripts. Some aspects of victims' experience, also, for example, homosexuality, might feel too tabooed for the writers to include them in these testimonies. In their testimonies, the Sonderkommando members show violence against women as amongst the most distressing and disturbing events they experienced. By choosing a documentary style which lacks illustrating details, in contrast to the rest of the manuscript, Langfuß shows a sensibility and respect for the victim's situation and avoids, quote, inflicting textual violence on the women to violate them a second time. On the one hand, the Sonderkommando's privileged position set them apart from being representative for male Jewish victims like the other prisoners in Auschwitz. Their forced labor in the crematoria demanded a certain physical strength to pull out the corpses from the gas chambers, for example. So the Sonderkommando members were allowed to access additional sources of food by stealing them from the victims' remnants in the undressing room. Starvation was a less basic element of their daily life than for the ordinary prisoner, and physical strength was a crucial aspect of survival in Auschwitz in general. On the other hand, the Sonderkommando members are representative for male Jews during the Holocaust. They were not able to protect their wives, daughters, sisters, their families, the Jewish people in general, when the women were abused and or raped by the perpetrators, even before the victims were deported, like in their homes or ghettos. The families of the Sonderkommando were often sent to the gas chambers upon their arrival, and if the Sonderkommando members met people they knew in the undressing room before entering the gas chambers, they were not able to save them. Thus, they were mainly emasculated, independent on being useful forced laborers for the perpetrators. The feeling of helplessness and passivity put them probably in the eyes of the perpetrators, and maybe in their own eyes, not only in an emasculating, but even in a feminized position. Björn Korndorfer states the following regarding male Jewish victims, which does also apply to the females in my opinion, quote, "In the Holocaust, Jewish male agency and the Jewish male body were mercilessly assaulted, from social exclusion to intimate humiliation, from slave labor to murder. At the end of this road, there was the annihilation of the Jewish body, men and women," quote end. In this short overview, I aim to point out the traumatizing nature of sexualized violence for both men and women, leaving the victims feeling humiliated and dehumanized. Thank you very much for your attention. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich freue mich auf die Diskussion, Ihre Anmerkungen und Fragen. Ja, vielen Dank, Frau Zürke, für diesen sehr, sehr eindringlichen Vortrag. Und wir machen sofort weiter mit Astrid Ley und werden das dann gemeinsam am Ende diskutieren. Frau Ley. Vielen Dank.
Ja, mein Vortrag, mein Thema ist jetzt, geht ja um Sexualität als ein konstituierendes Element eines inneren Machtgefüges in der Häftlingsgesellschaft. Sexualität wird da ein bisschen anders als bei Frau Zühlke, sowohl als eine Gewalterfahrung, aber auch ein Tauschverhältnis beschrieben. Ich habe also Opfer und Täter im Blick. Da es sich bei Sachsenhausen an dem Beispiel, an dem ich es eben erforscht habe, um ein Männerlager handelt, ist es auch auf männliche Sexualität, also Sexualität zwischen Männern, beschränkt mein Blick. Und nochmal anders als bei Frau Zühlke ist es bei mir, sind es erste Schritte eines Themas, für das ich mich seit langem interessiere, was ich jetzt aber mal aufgenommen habe. Es ist ein Input zu einem Stadium. Es ist keine fertigen Ergebnisse und soll auch eine Einladung sein an andere Forscherinnen und Forscher, sich damit auseinanderzusetzen. Ich werde ganz am Anfang, weil es ja irgendwie, wir wissen alle, dass in den Konzentrationslagern, anders als es uns sehr lange das kommunistische Narrativ glauben machen wollte, kein solidarisches Miteinander, sondern eher ein sehr harter Konkurrenzkampf eines jeden gegen jeden herrschte. Und deshalb wollte ich einsteigen, mal mit nochmal einen kurzen Blick auf die Binnenstruktur der Lagergesellschaft und das System der Funktionshäftlinge zu werfen, was für meine Gedanken notwendig ist oder wichtig ist, wesentlich ist. Es ist ja, dass diese Konzentrationslagerbelegschaft aus Menschen sehr heterogener sozialer Herkunft, ich bin schon zu sehr fokussiert, auch unterschiedlicher Nationalität bestand und dass sich diese Zusammensetzung natürlich des Häftlingskollektivs stark geändert hat mit der Zeit. Was aber zu jeder Zeit gleich war, ist, dass die SS dieses Kollektiv in diverse Häftlingsgruppen aufgeteilt hat, durch oft willkürliche Zuschreibungen. Geteilt waren die nach Haftgründen, politischer, krimineller, Jude, waren aber auch nach Herkunftsländern der Gefangenen definiert. Und diese einzelnen Häftlingsgruppen, das ist der Punkt, hat die SS so unterschiedlich behandelt, dass geradezu eine Häftlingshierarchie entstanden ist, die sich nach den rassistischen Vorstellungen der SS aufgegliedert hat. An der Spitze standen natürlich die reichsdeutschen nichtjüdischen Gefangenen. Und das ging, soweit sie nicht zu sozial stigmatisierten Gruppen, wie etwa den Homosexuellen zählten. Und das ging dann über die Westeuropäer, Osteuropäer, die Polen bis hinunter auf die Häftlinge aus der Sowjetunion und schließlich als unterste Stufe die Juden. Und diese ungleiche Behandlung der einzelnen Häftlingsgruppen durch die SS ist auch zum Ausdruck gekommen in sehr stark unterschiedlichen Lebensbedingungen für die Gefangenen. Das sind unterschiedliche Arbeitskommandos, unterschiedliche Baracken. Und dadurch hat die SS gezielt den Zusammenhalt zwischen den Männern untergraben. Vor allem zwischen den deutschen politischen und den deutschen kriminellen Häftlingen, das wissen wir alle, hat ein sehr großer Konflikt geherrscht, der SS natürlich die Beherrschung der Lager erleichtert hat. In dieser Hinsicht interpretiere ich auch und wird auch interpretiert das System der Funktionshäftlinge, dass die SS in den Lagern eine gewisse Zahl von Insassen mit Hilfs-, Aufsichts- und Verwaltungsaufgaben betraut hat. Sofky hat die Funktionshäftlinge als eine intermediäre Instanz genannt, finde ich sehr gut den Begriff, angesiedelt zwischen dem SS-Lagerpersonal und der Lagerbelegschaft. Die SS hat diesen Funktionshäftlingen, um sich ihrer Loyalität zu versichern, eine ganze Reihe von Vorteilen gewährt. Bei Fehlverhalten konnten die entzogen werden, wodurch die Gefangenen von der SS abhängig wurden. Die Funktionshäftlinge, wir wissen es alle, verfügten über reichhaltige Nahrung, hatten meist getrennte Schlafräume, bessere Kleidung. Vor allem aber waren sie von der schweren körperlichen Arbeit befreit, die andere Häftlinge etwa in Außenkommandos leisten mussten. Und über solche handfesten Vorteile hinaus haben die Häftlingsfunktionen ihren Inhabern vor allem Macht
geboten. Besonders die hochrangigen Funktionshäftlinge haben eine erhebliche Verfügungsgewalt über andere Insassen gehabt. Ich habe hier ein Zitat des KZ-Überlebenden H.G. Adler, der sagt, dass die sozialen Gegensätze in dem Konzentrationslager Ausmaße erreicht haben, wie sie in der normalen Gesellschaft nie vorkommen. Die einflussreichen leitenden Funktionshäftlinge bildeten eine ganz dünne Schicht der sogenannten Lagerprominenz, die ihre Macht und Privilegien demonstrativ zum Teil zur Schau stellten. Dieser oberen Schicht folgte eine größere Mittelschicht aus rangniedrigeren Funktionshäftlingen, die unter relativ erträglichen, also immer alles relativ Bedingungen lebten. Wieder Adler, Zitat, dem großen Rest bildete die anonyme Masse der dem äußersten Elend und ungewöhnlicherweise dem schnellen Untergang preisgegebenen Häftlinge. Diese Funktionshäftlinge hatten also bessere Lebensbedingungen im Lager und dadurch natürlich auch bessere Überlebenschancen. Sie waren aber, das soll hier nicht verschwiegen werden, natürlich per se in einer Zwangslage, denn sie mussten als Opfer des KZ-Systems selbst zu dessen Funktionieren beitragen. Das ist aber ein Aspekt, den ich jetzt hier nicht weiter verfolgen will. Ich will noch kurz einen Punkt sagen, dass an der Spitze der Funktionshäftlinge der sogenannte Lagerälteste stand, dem die Vorarbeiter der großen Stabsfunktionen und der Lagerverwaltung wie Blockälteste und so weiter, die Kapos der Versorgungseinrichtungen, Krankenrevier, Küche und so weiter und der Arbeitskommandos untergeordnet waren. Und diese Vorarbeiter haben eine ganze Reihe von Helfern wie Stubenälteste, Schreiber, Häftlingsärzte befehligt und denen wieder untergeordnet waren Stubendienste, Häftlingspfleger. Und jetzt war es so, dass die ranghöheren Positionen stets von der SS besetzt wurden, während sich diese Leute, ihre Untergebenen, meist selbst aussuchen konnten, auch wenn sie diese Wahl natürlich von der SS oder dem Lagerältesten sich genehmigen lassen mussten. Aber das ist der Punkt. Hier ist ein Handlungsspielraum, sich Helfer auszusuchen. Und der bringt jetzt ranghöhere Funktionshäftlinge in die Möglichkeit, andere Insassen zu bestimmten Handlungen zu nötigen. Gefangene ohne Funktion auf der anderen Seite hatten umgekehrt die Chance, durch persönliche Dienste und Handreichungen sich bestimmte Vergünstigungen zu erkaufen. Und die dabei abgenötigten bzw. getauschten Dienstleistungen konnten auch sexueller Natur sein. Und damit bin ich jetzt bei meinem Punkt. Sexualität im Männer-KZ. Lange Zeit gab es ja die Meinung, und auch ich habe die zunächst vertreten, dass Sexualität im KZ kaum vorgekommen sei, da die von Hunger und Schwerstarbeit geprägten Lebensverhältnissen den Sexualtrieb der Gefangenen gedämpft hätten oder zum Erlöschen gebracht hätten. Ich habe aber versucht zu zeigen, dass die Lebensbedingungen der Männer je nach Häftlingsgruppe sehr unterschiedlich waren. Und zwar bis zur Befreiung des Lagers ist diese Situation. Und also das trifft nicht für alle Häftlinge zu, dass die Lebensbedingungen zu schlecht waren für sexuelle Regungen. Außerdem gibt es etwa in Erinnerungsberichten auch durchaus Hinweise auf sexuelle Handlungen im Lager. Interessanterweise in der Erinnerungsliteratur und in den Erinnerungsberichten werden diese zumeist im Zusammenhang mit kriminellen Häftlingen benannt. Das liegt natürlich daran, dass viele der Autoren oder die Autoren mehrheitlich politische Häftlinge sind. Und ich denke, dass die eher Ausdruck dieses Gegensatzes zwischen Kommunisten und Kriminellen sind, als ein tatsächlicher Beobachtung. Das Thema Sexualität im KZ ist auch keineswegs auf die 1943 eingeführten Lagerbordelle beschränkt. In Sachsenhausen fanden, wie man an Erinnerungsberichten und anderen Quellen merkt, zu jeder Zeit sexuelle Aktivitäten, auch ohne dass die SS jetzt da steuernd durch die Einrichtung eines Bordells eingegriffen hätte, statt. Einzelne Homosexuelle, da gibt es entsprechende Berichte, lebten auch im KZ ihre Sexualität mit anderen Gefangenen auf einer selbstgewählten Basis. Häufiger aber noch als homosexuelle klassifizierten Gefangenen scheinen in Sachsenhausen gleichgeschlechtliche Kontakte bei Angehörigen anderer Häftlingsgruppen vorgekommen sein.
Das liegt schon daran, dass diese Gruppen weit überwogen haben. Die Homosexuellen sind ja eine eher kleine Häftlingsgruppe. Im Männerlager waren sexuelle Kontakte zu Frauen nicht möglich, vor der Begründung des Bordells gar nicht und dann auch nur in sehr beschränktem Maße für wenige Häftlinge. Es ist daher zu zahlreichen sexuellen Beziehungen zwischen männlichen Häftlingen gekommen. In diesem Bereich fällt etwa das sogenannte People-System. People war der lagersprachliche Ausdruck für junge Gefangene, die von Kapos und Blockältesten gegen gewisse Vergünstigungen zu sexuellen Handlungen genötigt worden sind. Es ist also so ein Phänomen, dass es bereits in der Lagersprache Ausdruck gefunden hat. Da kommen wir schon zu dem Punkt, dass wir zu Sexualakten auch kommen, an denen Funktionshäftlinge beteiligt waren. Und meine These ist jetzt, dass über solche nicht selten auch Machtunterschiede zwischen Gefangenen demonstriert und auch reproduziert werden sollten. Und das bedeutet natürlich umgekehrt, dass sexuelle Beziehungen im KZ auch durchaus als ein konstituierender Faktor für die innere Struktur der Häftlingsgesellschaft gelten können. Als Beispiel dafür will ich eine kurze Lebensgeschichte jetzt hier noch skizzieren, als ein Beispiel für eine solche Tauschbeziehung, die unter den Bedingungen extremer Machthierarchie stattgefunden hat, ist die Geschichte des 18-jährigen jüdischen Gefangenen Siegfried H., ein arbeitsloser Schneidergeselle, der im Zuge der Massenverhaftung nach dem Novemberpogrom 1938 nach Sachsenhausen verschleppt wurde. Anders als viele andere Pogromhäftlinge war bei ihm an eine Auswanderung nicht zu denken, aus finanziellen Gründen. Deswegen ist er, anders als die große Mehrheit der Pogromhäftlinge, nicht nach einigen Wochen wieder entlassen worden. Im Unterschied zur großen Mehrheit der anderen Pogromhäftlinge allerdings ist er auch nicht zur schweren körperlichen Arbeit im Außenkommando Klinkerberg herangezogen worden, sondern, und so zeigen Unterlagen aus einem Strafverfahren vor dem Landgericht Berlin 1939/40, ich zitiere, von dem Blockältesten seines Judenblocks Fritz G. im Stubendienst verwendet worden. Zugleich hätten die beiden Männer, so heißt es dort, 2- bis 3-mal in der Woche nachts heimlich sexuell miteinander verkehrt. Der nicht-jüdische Funktionshäftling Fritz G. saß seit 1935 als Krimineller in Sachsenhausen ein. Keine seiner zahlreichen Vorstrafen hingen mit dem Paragraphen 175 zusammen. In dem Verfahren, aus dem ich diese Informationen entnommen habe, schilderte Siegfried H. die Umstände seiner sexuellen Kontakte zu dem knapp 40-jährigen Fritz G. wie folgt, Zitat: Zur Zeit der Begehung der Straftat, das Verfahren geht um unerlaubte homosexuelle Handlungen im Lager. Zur Zeit der Begehung der Straftat war ich erst 18 Jahre alt und befand mich erst kurze Zeit im Lager. Der Mitangeschuldigte G. war als Blockältester mein Vorgesetzter und als solcher im Block allgemein gefürchtet. Ich habe daher nicht gewagt, sein Ansinnen auf homosexuelle Betätigung zurückzuweisen und ihn aus Angst gewähren lassen. Dass der Blockälteste G., also Zitat Ende, dass der Blockälteste G. ihn auch im Stubendienst eingesetzt und damit vor harter körperlicher Arbeit bewahrt hatte, hat er nicht erwähnt. Gerade die Pogromhäftlinge mussten täglich im berüchtigten Klinkerwerk schwere Sandsäcke schleppen. Auf das Alter oder die körperliche Verfassung der Männer hat die SS dabei keine Rücksicht genommen. Und gerade der zwar junge, aber an körperliche Arbeit nicht gewöhnte Schneider hätte diese Schinderei möglicherweise nicht lange durchgehalten. Mit dem Posten im Stubendienst hat ihm Fritz G. daher die Haftsituation erleichtert. Die Konstellation hat also auch für Siegfried H. Vorteile geborgen, ja, solange zumindest er sich den Blockältesten gewogen hielt. Ja, ich wollte an diesem Beispiel von Siegfried H. zeigen, dass sich dieses innere Machtgefüge der Häftlingsgesellschaft auch über sexuelle Beziehungen konstituiert hat. Funktionshäftlinge konnten aufgrund ihrer starken Stellung andere Insassen zu sexuellen Handlungen nötigen. Rangniedrigere Gefangene hatten umgekehrt die Chance, sich durch sexuelle Dienstleistungen gewisse Vergünstigungen zu erkaufen. Dieses
wenn auch sehr ungleiche Tauschverhältnisse einzugehen, dürfte meines Erachtens auch bei Siegfried H. durchaus ein bewusster Akt gewesen sein. Ich sehe H. dennoch zugleich als ein Missbrauchsopfer im heutigen strafrechtlichen Sinne an, da ihn der Blockälteste unter Ausnutzung seiner Machtstellung zu sexuellen Handlungen zwang. Wiederholt musste Siegfried H. den Fritz G. gewähren lassen, um seinen Posten im Stubendienst nicht zu verlieren. Letztlich ist Siegfried H. von dem Blockältesten Fritz G. nach dem gleichen Prinzip beherrscht worden, in dem auch Fritz G. von der SS beherrscht worden ist. Durch die Gewährung widerruflicher Prinzipien wurden sie beide zu Abhängigen und haben sich zu Handlungen nötigen lassen. Soweit. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Astrid Ley. Ich denke, wir haben jetzt hier verschiedene Aspekte von Sexualität in der Welt der Konzentrationslager gehört. Sexualisierte Gewalt einerseits, Sexualität als Tausch und als Hierarchisierungselement. Andererseits, was natürlich fehlt oder auch als Überlebensmethode, was natürlich leider fehlt, aber das werden wir auch jetzt nicht in der Diskussion ersetzen können, ist Sexualität im positiven Sinne, verbunden mit Liebe als Hilfe. Aber das wollte ich nur noch einmal gesagt haben, dass es das ja auch gab. Und jetzt freue ich mich auf den Kommentar von Liz Harvey, bitte. Okay, herzlichen Dank, Stefanie, und danke an die Organisatoren für die Tauung und danke für die Einladung. Ich werde meinen Kommentar auf Englisch machen, aber natürlich auf Fragen können wir auch entweder auf Englisch oder auf Deutsch eingehen. In this panel, our two papers reflect important current trends in research on National Socialist concentration camps and the Holocaust. Firstly, they adopt a view of the Nazi camps that addresses the extreme inequalities of power within the inmate population, including hierarchies formed through gender and expressed, among other things, through sexual relationships. Secondly, they engage with the idea that, in Kristin Zülker's words, violence is committed via sexuality, that the exercise of unlimited power in Nazi ghettos and camps frequently involved different forms of sexual violation. These ranged from outright rape to sexualized assault, abuse, and humiliation. In recent years, there has been much new research on these topics, much of it understandably focused on women as the victims of misogynistic sexualized violence, whether in the context of concentration camps, including forced labor in camp brothels, in ghettos, or connected with the mass shootings of Jews in the occupied Soviet territories. But more recently, and in light of wider efforts to historicize and problematize masculinities, new attention is now being paid to how male concentration camp inmates, and particularly Jewish men, were affected by sexualized violence. And that is a starting point for these two papers. So this is a potentially very wide field, and it's excellent that today we have two very focused cases presented that nevertheless open up wider questions. So I've got some specific questions for each of the speakers, and then I'll outline a couple of broader questions. So firstly, Kristin Zülker's paper. Kristin examines the testimonies of men in the Sonderkommando Auschwitz-Birkenau to ask how the sexualized violence against Jewish women that these men witnessed affected them as men. She suggests that for the men involved, the overall effect of witnessing the unspeakable scenes of humiliation perpetrated on Jewish women shortly before their death, without these men being able to intervene in any way, must have challenged and compromised their sense of their own masculinity. And I see the force of that argument, and I think maybe, yes, it does outweigh the fact that these men did succeed in recording their experiences
for posterity, and that they bore witness with the hope of securing future revenge. These are factors that might have helped stabilize their sense of masculine identity. But that aside, I also wonder if there's an additional factor that we perhaps should consider. In their role as witnesses, these men were, however helplessly, in effect, sharing as men in the act of looking, which in itself constituted the sexualized torment that the women forced to undress were suffering. However unwillingly, the Jewish men were involved in the violation. So my question is, could this fact have made things possibly even worse for these men? Could it have affected the way that they framed their testimonies? Turning to Astrid Lai's paper, Astrid Lai examines the case of the Jewish teenager Siegfried H., an inmate in Sachsenhausen from 1938, who was pressured into a relationship with an older, more powerful prisoner, the Blockälteste Fritz G. In analysing this relationship, Lai opens up the question of how to characterise it, and whether to emphasise the element of coercion and abuse, or the degree of agency and choice that Siegfried H. had, even as a teenager. And she suggests that he was indeed engaging in barter that spared him the worst forms of manual labour. Given that there has been in recent research, for instance in relation to Theresienstadt, quite a definite emphasis on the agency of women who engaged in sexual barter, for instance in the context of the ghetto in Theresienstadt, I wonder if this is a convincing reading of cases involving boys and very young men with older, powerful male prisoners, or should we emphasize these as straightforward abuse? I know that Astrid Lai has got these both of these perspectives, but I'm just thinking maybe we can sort of push it a bit further there and see where we end up. Then I have a couple of questions that take us beyond the scope of Astrid Lai's paper, but maybe can be posed. On the one hand, the crackdown on homosexual activity by the Sachsenhausen commandant, was that unique? Was that a common pattern in other camps? And what of the attitude of fellow prisoners? Presumably, I don't know, Fritz G. was denounced, but I wonder, can any more be said about fellow prisoners exposing these relationships? To finish with, I've got a couple of broader questions. Firstly, to me, a puzzling question of the post-war silence or not about the topic of sexualized violence in Nazi camps. It is often said that at the time and in the immediate aftermath of liberation, these topics were taboo because survivors did not speak about them. And certainly there were survivors who remained even decades after the war, despite feminism's insistence on giving women a voice to speak about rape and sexual abuse, and despite today's greater tolerance of homosexuals, still unable to express what had happened to them. Christopher Browning describes interviewing a Starachowice survivor, a man who hinted at and then fell silent about survival sex with another man in a case that sounded like that of Siegfried H. But it seems to me that there was also a clear drive by at least some camp survivors at the time to record the sexual violence inflicted on male and female camp inmates. So the Sonderkommando men, for instance, but others too. So at least for some, it was something that had to be documented as a matter of urgency. So to me, the picture seems mixed, and maybe this is something others could comment on. Lastly, the question of how to present these aspects of camp experience to a broader lay audience at memorial sites. I'm sure there are people here who have pondered this and found solutions, and I would be very interested just to hear how themes of sexualized violence in Nazi camps are most effectively communicated, whether the topic is particularly distressing or particularly difficult. I'm thinking perhaps of
the issue of violence against incarcerated sex offenders, or particularly ambivalent, like the question of sexual barter for survival. So I look forward to hearing what others think. Ja, vielen Dank, Liz, für diesen wirklich umfassenden Kommentar. Und bevor ich jetzt nochmal das Wort zurückgebe an Frau Züke und Frau Ley, möchte ich ganz kurz noch einen weiteren Aspekt nur noch anhängen, sehr, sehr kurz, auch wenn das ein großer Thema ist für eine andere Konferenz. Und zwar nochmal ganz kurz nochmal darauf hinweisen auf die Rolle, die dieses Tabu der sexuellen Gewalt ja auch für die Täter hatte und für die Tätergesellschaft als Ganzes. Und ich erinnere nur an die berühmte Himmler-Rede, dass sie alle anständig geblieben seien, die Täter, und auch an den Blick auf das Mordgeschehen der Nachkriegsjahre und das, glaube ich, immer noch das dominante Narrativ ist, des industriellen Massenmordes, der Anonymität und so weiter. Also Auschwitz als Symbol dafür, was dann auch, und das würde ich auch immer wieder in anderen Diskussionen klar betonen, was auch die Einzigartigkeit, eben die Singularität oder Präzedenzlosigkeit des Holocaust eben ausmacht. Wenn man jetzt aber Geschichten hört, wie die von Frau Züke, um es jetzt sehr platt auszudrücken, dass während dieses Mordens, in diesem angeblich so anonymen Massenmord vor der Gaskammer, die Männer auch noch den Frauen zwischen die Beine griffen, dann bringt es dieses Geschehen, dass wir uns angewöhnt haben, sozusagen jenseits von unserer Welt auch zu begreifen oder das Unbeschreibbare, bringt es sehr zurück auf den Boden und auf den Boden menschlicher Realität vor und nach den 40er Jahren. Und ich glaube, das ist wichtig, sich das klarzumachen, dass dieser Blick auf sexualisierte Gewalt letztlich auch, denke ich, unseren Blick auf den Holocaust als Ganzes nicht ändern muss, aber zumindest modifiziert oder nochmal einen anderen Aspekt hineinbringt, der, glaube ich, sehr, sehr wichtig ist. Und einige Fragen im Chat gehen auch in diese Richtung. Und das Gleiche gilt natürlich auch für das, Frau Ley, was Sie beschrieben haben, für also Sexualität als Tausch und Mittel oder auch als Machtmittel in der Häftlingsgesellschaft, weil das haben wir natürlich in allen Knästen dieser Welt. Das haben wir hier nebenan, in jedem Knast in Berlin und in allen sozusagen, in allen Institutionen, in denen Menschen, egal welchen Geschlechtes, muss man auch sagen, unter Zwang zusammengehalten werden. Und insofern bringt auch das uns wieder auf den Boden unserer Normalität zurück. Damit möchte ich es jetzt aber belassen. Ich möchte jetzt Christine Züke und Astrid Ley kurz, wenn es geht, es sind natürlich riesige Fragen für nochmal 3 mal 45 Minuten, kurz darauf zu antworten auf die Bemerkungen von Liz Harvey und dann werden wir die Fragen im Chat angehen. Okay, also wenn ich das richtig verstanden habe, Ihre Frage war im Grunde genommen, wie die Männer auf diese Situation reagieren, dass sie zusehen müssen und ob das im Endeffekt die Art und Weise, wie sie diese Zeitzeugnisse schreiben, verändert. Und das ist natürlich eine sehr komplexe Frage, die viele Aspekte miteinander verbindet. Also was man an den Manuskripten sehen kann, ist, dass also zum einen sind sie sehr fragmentarisch und die Passagen, die über sexualisierte Gewalt sprechen, unterscheiden sich auch von den anderen. Einfach, das habe ich auch schon im Vortrag erwähnt, sie sind wirklich sehr kurz und knapp gehalten. Und ich glaube, also es gibt eine andere Textstelle über Frauen, die in gewisser Weise gefoltert werden von der SS und diesen Incident wird sehr ausführlich beschrieben im Gegensatz zu diesen Passagen zu sexualisierter Gewalt. Und ich gehe davon aus, dass das tatsächlich eine gewisse Intention hat, um zu vermeiden, das zu sehr auszuführen, aber auch wahrscheinlich auch als Selbstschutz für den Schreibenden, um nicht zu tief in dieses Thema einzutauchen. Ich denke aber generell, und das gilt auch für diese Vorfälle von sexualisierter Gewalt, die das Sonderkommando mit beobachten musste, dass sie das dokumentieren wollten. Also sie wollten, dass derjenige, der das liest, der die Manuskripte findet, darüber Bescheid weiß. Sie wollten das dokumentieren. Sie wollten, dass es quasi
Zeugen dafür gibt, dass das passiert ist. Das gilt für alles, was sie niederschreiben und auch besonders dafür. Und deshalb berichten sie auch aus anderen Konzentrationslagern von solchen Vorfällen. Als Menschen, denke ich, hat sie das tatsächlich sehr geprägt. Alles, was sie dort gesehen haben und was sie dokumentiert haben, auch die Gewalt gegenüber Kindern zum Beispiel, denke ich, hat sie sehr geprägt und hat diesen Widerstandsakt zu schreiben auch sehr forciert. Und tatsächlich das zu produzieren und Zeugnis abzulegen. Und Langfuß schreibt auch darüber, dass er tatsächlich nicht nur zusehen möchte, sondern Zeugnis ablegen möchte für das, was passiert ist. Also es geht da auch um eine ethische Dimension, nicht nur dieses Beobachten. Und natürlich muss man sich auch einfach die Zwangssituation, in der das Sonderkommando war, vor Augen führen. Also sie hatten im Endeffekt dieses Choiceless-Choice-Dilemma, im Sonderkommando zu arbeiten oder Suizid zu begehen. Und Gradowski schreibt zum Beispiel auch darüber, dass er mit einigen anderen Sonderkommando-Mitgliedern den nackten Frauen gegenübersteht, die also im Auskleideraum sind, die also kurz davor sind, in die Gaskammer zu gehen und dass diese Männer, also er und auch die anderen, nicht wissen, wie sie darauf reagieren sollen. Also sie sind im Endeffekt wie eingefroren. Also sie schauen die Frauen an, aber sie wissen nicht, was sie damit tun sollen und wissen im Endeffekt, was mit den Frauen passieren wird. Und dieses tragische Ende, das die Frauen in wenigen Momenten erleben werden, macht die ganze Situation auch sehr dramatisch für Gradowski. Und in einigen Stellen wird auch aufgegriffen, dass sie sich sehr unglücklich fühlen, dass sie sich quasi zerbrochen fühlen. Also dass sie mit all dem, was sie dort erleben, was sie bezeugen, auch hadern und dass es für sie schwer ist. Miklos Nischli, der für Dr. Mengele arbeiten musste und sich als Teil des Sonderkommandos sah, der beschreibt auch, dass einige der Sonderkommando-Häftlinge tatsächlich psychische Probleme hatten, also depressiv waren und Schlafstörungen hatten, weil sie eben all das mit ansehen mussten. Also ich glaube schon, dass sich das sehr, das, was sie mit ansehen mussten, sehr auf all das ausgewirkt hat, auf ihre Psyche. Ich glaube aber auch, dass das Schreiben tatsächlich so eine Art Gegenstück dazu war und ihnen ein Ziel gegeben hat, eine Aufgabe und das auch in gewisser Weise kanalisiert hat, zu sagen, wir müssen das für die Nachwelt porträtieren. Das muss an die Außenwelt gelangen, dass das passiert ist und dass die Täter im Endeffekt nicht mit all dem, was sie tun, einfach ungerichtet davonkommen können im Endeffekt. Ich hoffe, das beantwortet so ein bisschen die Frage. Es ist tatsächlich sehr schwer, so auf so eine komplexe Frage zu antworten. Ja, vielen Dank, Frau Zülke. Astrid Ley, bitte. Ja, ich wollte noch mal kurz, es ging mir tatsächlich darum, dass das von zwei Seiten ist. Ich würde mich nicht entscheiden wollen, ob es ist zugleich eine Gewalterfahrung, ein Missbrauch und ein Tauschverhältnis. Dieses Gewaltverhältnis wird schon dadurch deutlich, dass soweit die Erinnerungsberichte zeigen, dass unter den Häftlingen vor allem einfach diejenigen, die diese sexuelle Dienstleistung erbrachten, in der Regel Jugendliche waren. Und da wird ja schon, die anderen haben eine längere Haftgeschichte. Das macht sie natürlich zu erfahreneren Häftlingen, die eher im Konzentrationslager sich zurechtfinden. Die Opfer sind oft Kinder und Jugendliche und sind oft sehr neu erst im Lager. Also da ist ein extremes Machtungleichgewicht. Wie schwierig das ist, zeigt auch diese Geschichte von dem Siegfried H., der selber
das nicht sagt mit diesem Er tut nur sich als Opfer zeigen, also er hat Angst vor dem Fritz H., so erklärt das, aber dass er dafür auch einen Vorteil sich eintauscht, das ist für ihn, glaube ich, so schwer zu ertragen, diese ganzen Geschehnisse, dass er diesen Teil einfach ausblendet, so würde ich es interpretieren. Ich finde es aber eben auch jenseits dieses Gewaltverhältnisses, das man analysieren kann und muss, interessant als ein Machtmittel innerhalb dieser Häftlingsgesellschaft. Womit natürlich nicht gesagt ist, alles klar, dass die das freiwillig machen, aber es ist eine von der SS vorgegebene bestimmte Situation, die sich dann auf eine gewisse Weise kanalisiert. Und das finde ich interessant und da denke ich auch, ist gerade, wenn man ich bin sehr dankbar für diese Frage, wie kann man das in Ausstellungen präsentieren, wie kann man damit an die Öffentlichkeit gehen. Gerade das zeigt, dass da doch ein Potenzial auch drin ist für die Bildungsarbeit. Soweit. Ja, danke, Liz. Wolltest du antworten? Du hast so gezuckt. Nein? Okay, gut. Dann würde ich jetzt mal in den Chat gehen und gleich bei Ihnen bleiben, Frau Ley, weil wir haben verschiedene, und die werden ja dankenswerterweise, vielen Dank, Frau Eschrich, geordnet. Das macht es wirklich leichter. Ich würde jetzt gerne einige Fragen zusammenfassen, die sich alle auf Sexual Barter Beziehungen beziehen. Zum einen, wie reagierte die Lager-SS darauf? Kai Müller fragt, in den von mir bekannten Überlebendenberichten wird auf Seite der Funktionshäftlinge hauptsächlich BVer, also sogenannte Berufsverbrecher, als Täter benannt. Handelt es hierbei um eine Externalisierung des Phänomens von Seiten der politischen Häftlinge oder sind, ich sage jetzt Ihnen, keine Beispiele von politischen Häftlingen als Täter bekannt? Dann ist die Frage von Herrn Baranowski nach der allgemeinen homosexuellen Feindlichkeit in der Lagergesellschaft, inwieweit das wäre auch noch eine Frage von mir gewesen, inwieweit eben Homophobie die Überlebendenberichte von allen Seiten prägt und inwieweit und das dann sozusagen externalisiert an die sogenannten Kriminellen. Also das ist eine ähnliche Frage. Und Detlef Gabe möchte noch mal darauf hinweisen, dass also das Thema sexuelle Beziehungen und sexuelle Tauschbeziehungen gerade auch in den Berichten von ausländischen Heften noch weniger vorkommt und vermutet, dass es vielleicht daran legen kann, dass aus Sicht der Überlebenden ein Schatten auf ihr ohnehin schwer zu vermitteltes Deportierten-Schicksal in den Ländern geworfen hätte, in die sie zurückkehrten. Also ob man einen Unterschied machen kann in der Homophobie in unterschiedlichen Ländern, unterschiedlichen besetzten Ländern. Das wären erstmal die Fragen, Frau Ley, an Sie. Und dann gehe ich mit der nächsten Runde weiter an Frau Züg. Okay, vielen Dank. Ich sehe, das ist ein sehr kontroverses Thema. Die Reaktion der Lager-SS ist, dass sie ein Verfahren anstrengen 1938, was ja einigermaßen komisch ist, weil man sich denkt, dass die SS eigentlich versucht hat, die Verhältnisse im Lager mit eigenen Mitteln zu beherrschen und nicht sich ausgerechnet an die Justiz zu wenden, die ja nun als normenstaatliches Instrument eher auf der anderen Seite steht. Die SS ist sowohl später durch eigene Aktionen gegen diese Homosexualität im Lager vorgegangen und nicht zuletzt am Ende auch durch dieses Bordell, hat aber 1938 versucht, mit einem Gerichtsverfahren da durchzugreifen. Das wäre ein längerer Ding. Da habe ich mir Gedanken drüber gemacht, warum tut sie das? Warum tut sie das in dieser Zeit? Das könnte man ich denke, es passt in die Geschichte der homosexuellen Verfolgung im Deutschen Reich. Da passt es sich ein und ist ein Versuch, der aber nicht besonders erfolgreich ist jetzt für die SS. Sind BVer häufiger als Täter? Tatsächlich werden in den kommunistischen Erinnerungsberichten, in denen der politischen Häftlinge durchweg BVer als Täter. Das ist natürlich dieses klare Bild. Allerdings sind in diesem Verfahren auch Täter als politische Häftlinge. Da werden mehrere Funktionshäftlinge angezeigt, die homosexuelle Beziehungen mit anderen Häftlingen im Lager hatten. Und da sind auch politische dabei. Ich habe in
vielen Häftlingsberichten und vor allem in denen von politischen Häftlingen eine große Homosexuellenfeindlichkeit festgestellt. Das liegt aber, es gibt einfach wenige Häftlingsberichte von Seiten der sogenannten asozialen Häftlinge oder der Kriminellen, sodass dass es nicht bedeutet, dass nur die politischen Häftlinge oder dass die in besonderer Weise homosexuellenfeindlich waren. Die waren es. Wo man es selten findet, sind tatsächlich Erinnerungsberichte jüdischer Häftlinge. Ich habe es allerdings auch in internationalen Häftlingsberichten die Norweger fallen mir jetzt da ein, die ausgesprochen homosexuellenfeindliche Häftlingsberichte gibt es da. Also das ist was unter vielen Häftlingen im Lager auf der einen Seite verbreitet ist, auf der anderen Seite aber auch betrieben. Homosexualität wird auch als Lagersexualität gelebt. International, das ist sehr interessant, genau, Detlef. Ich glaube, das ist im Grunde das gleiche Bild, wie wir das haben, wenn man die Häftlinge gefragt hat, habt ihr Musik gemacht im Lager? Nee, Musik haben wir nicht gemacht, wir haben nur gelitten. Also das abgestritten wird, das ist ganz unterschiedliche. Es gibt Berichte, wie toll die Russen immer gesungen haben, dass das so wunderbar war. Allerdings in den russischen Erinnerungsberichten heißt es, nee, wir waren so fertig, Musik wäre das Letzte gewesen, was wir hätten machen wollen. Das ist natürlich ein Narrativ. Ich habe es mal für das Bordell untersucht früher, wie Häftlingsberichte, wer alles sagt, dass er in dieses Bordell gegangen sei und wer geht nicht ins Bordell, welche Gruppen nehmen für sich in Anspruch, nicht gegangen zu sein. Und das ist schön am Beispiel der Norweger auseinandergebrochen, wo man viele Erinnerungsberichte findet, die sagen, nee, sind da nicht hingegangen. Es gibt mittlerweile aber auch, gerade Bernd Lund hat es berichtet, dass sehr wohl ein Teil der Norweger in dieses Bordell gegangen ist, was innerhalb der Gruppe auch zu Verwerfungen, zu Reibereien geführt hat. Soweit vielleicht jetzt mal kurz. Ja, vielen Dank. Jetzt kommen einige Fragen an Christine Zürke. Zum einen von Frau Eschrich, die wissen möchte, ob die von Ihnen bearbeitete Quellenkorpus des Sonderkommandos schon in wissenschaftlichen Arbeiten verwendet und ausgewertet wurde. Und falls ja, dann fragt sie, ob Sie eine These dazu haben, warum Sie sich so lange nicht über diese spezifische Form von Gewalt innerhalb wissenschaftlicher Forschung beschäftigt wurde. Und Irmela Roschmann-Steltenkamp äußert sich irritiert über diese klare Unterscheidung sozusagen von in Anführungsstrichen Gut und Böse, die auch in dem Vortrag sich so ein bisschen widerspiegelte und fragt sehr dezidiert nach, ob es nicht auch seitens des Sonderkommandos Fälle von sexuellen Übergriffen gegeben hat. Und Wolfgang Schmidt hatte schon ganz am Anfang nochmal nachgefragt, ob nicht die von Ihnen beschriebenen Strukturen, Grundstrukturen in Kriegen und Diktaturen sind, wie sie auch eben in Massenvergewaltigung, sexueller Versklavung, zum Beispiel im Kosovo-Krieg angewendet wurden. Also die Frage nach der Generalisierung von sexueller Gewalt. Frau Zürke. Okay, dann fange ich mal mit dem Kommentar dazu an, dass das etwas sehr vereinfacht war. Das ist natürlich nur ein Impulsvortrag und deshalb konnte ich leider auf viele Aspekte gar nicht eingehen. Es gibt, soweit ich weiß, in den jiddischen Schriften nichts dazu, dass die Sonderkommando-Häftlinge selber die Frauen zu irgendwas genötigt haben. Es gibt eine Beschreibung, dass Frauen im Auskleideraum sich den Sonderkommando-Häftlingen, höflich gesagt, anbieten, weil sie wissen, dass sie in den nächsten Momenten sterben werden. Und die Sonderkommando-Häftlinge reagieren sehr irritiert. Generell wird sexualisierte Gewalt sehr wenig in den jiddischen Schriften erwähnt. Also wirklich wenige Male kann man an einer Hand abzählen. Und die sind auch sehr kurz. Das heißt, es gibt dazu tatsächlich leider nicht sehr viel Material. Und man muss auch sagen, das sind Ego-Dokumente. Die sind mit einer gewissen Intention geschrieben. Und
Kladowski schreibt auch, dass das Sonderkommando aufgrund seiner Notizen von der Nachwelt gerichtet werden soll. Also es gibt diese Intention, darzustellen, was passiert ist, aber natürlich auch die Dimension, dass sie sich selber positionieren und auch darstellen wollen. Und das muss man, glaube ich, auch im Hinterkopf behalten. Aber viele Themen werden auch einfach nicht behandelt. Also auch zum Beispiel der ganze Bereich von Homosexualität kommt leider überhaupt nicht vor. Dafür gibt es andere Aspekte zu jüdischer Maskulinität, wie der Bereich des Male Bondings. Also zwischenmenschliche Beziehungen wird tatsächlich sehr ausgiebig besprochen auf einer anderen Ebene, aber man kann das so verstehen. Das heißt tatsächlich, diejenigen, die sexuell gewalttätig werden in den Sonderkommandoschriften, sind die Täter. Zu der nächsten Frage, ob das generalisierbar ist, ich denke schon. Und soweit ich das gelesen habe, kann man das auch so verstehen, dass sexualisierte Gewalt auch ein Mittel von Krieg ist. Nicht nur quasi etwas, was nebenbei mitläuft als Ausbeute für viele der Täter, sondern tatsächlich auch eine Methodik, um die Opfer zu terrorisieren, zu unterwerfen und so weiter und so fort. Und die letzte Frage war, ob es schon Forschung zu den Sonderkommandoschriften gibt, wenn ich mich richtig erinnere. Es gibt tatsächlich schon Forschung. Moment, ich lese es einfach nochmal richtig vor. Ja, danke. Das ist jetzt leider weggerutscht, aber es war die Frage, natürlich gibt es Forschung dazu, aber ob die auch das Thema sexuelle Gewalt thematisiert, die Forschung, die sich mit dem Sonderkommando befasst. Also es gibt schon ein bisschen was dazu in der neueren Forschung, also wie zum Beispiel Isabel Wollertson. Ich habe auch einiges von Jan Williamson, die sehr ausgiebig über das Sonderkommando forschen, zitiert. Und die sind tatsächlich auch, könnte man sagen, sehr nah am Zeitgeist. Die behandeln auch sehr viele aktuelle Themen. Und da ist sexualisierte Gewalt auch ein Thema. Bis jetzt ist die Forschung aber eher historischer Natur. Das heißt, es wurde viel über zum Beispiel den Sonderkommando-Aufstand geschrieben, was auch sehr wichtig ist. Das heißt, ich denke, das wird jetzt gerade auch so ein bisschen von den Forschern, die zum Sonderkommando arbeiten, auch nachgeholt und nach diesen Themen auch geschaut. Vielen Dank. Ich würde gerne noch eine Ergänzung machen, also zum Thema sexualisierte Gewalt als Kriegsmittel. Da gibt es natürlich eine Unmenge von Literatur. Ich korrigiere mich, aber mein erstes Buch dazu, was ich wahrgenommen habe, war, ich glaube, sie hieß Susan Brown, Against Our Will, die genau das thematisiert, und das war in den späten 70er Jahren, würde ich jetzt mal vermuten. Also auch gerade im Kontext des Vietnamkrieges wurde das sehr, sehr in den USA nicht nur diskutiert, sondern dann auch vielfach erforscht. Das nur noch als Bemerkung, und dann würde ich gerne eine wichtige Bemerkung von Diana Gring im Chat kurz für alle auch noch mal vorlesen zum Thema Tabuisierung von Sexualität und sexualisierte Gewalt im KZ. Auch Forscherinnen und Institutionen unterliegen in gewisser Hinsicht der immer noch prägenden gesellschaftlichen Verdrängung dieser Gewaltform. So wird zum Beispiel in narrativen Interviews mit Zeitzeuginnen nur selten nach dem Thema Sexualität, sexualisierte Gewalt gefragt. Und dadurch ergibt sich ein doppeltes Schweigen. Ich denke, das ist ein sehr wichtiger Hinweis natürlich. Und ich glaube, das macht das Thema so schwierig. Damit hatte ich auch mit meinen 2 Bemerkungen noch mal hinweisen wollen. Wir beschäftigen uns hier mit Themen, die sozusagen durchgehende Phänomene unserer Gesellschaften sind und die wir jetzt sozusagen mit Blick auf das Mordgeschehen im Holocaust betrachten, aber die man sozusagen nicht da allein stellen kann, absolut nicht. Und ich glaube, deswegen meinte ich ja auch, verändert das vielleicht auch unseren Blick auf das, was wir zusammenfassend Holocaust nennen. Und ich habe jetzt auch noch eine abschließende Frage an alle von Markus Wegewitz, der jetzt nochmal auf sozusagen den Bogen zur Konferenz zurückschlagen möchte und zu den Diskussionen von gestern, wo viel über Gesellschaftsverbrechen diskutiert wurde und inwieweit eine solche Perspektive auf wie das dann aussieht, wenn man sexualisierte Gewalt in den Konzentrationslagern sich ansieht. Das heißt, sollte man das Thema bzw. Forschung zu Volksgemeinschaft und dem Vernichtungskrieg im Osten zusammendenken? Oder ist die Zwangsgemeinschaft dann doch eine Welt für sich? Ich glaube, ich habe meine Antwort auf die Frage eben schon gegeben, aber ich würde doch gerne nochmal unseren beiden Panelistinnen
das Wort erteilen. Also wie verhält sich das Thema sexualisierte Gewalt und andere Aspekte der NS-Verbrechen? Wer möchte anfangen? Sie müssen, Frau Ley, Sie mussten sich unmuten, bitte. Ja, wie Sie gesagt haben, ist es natürlich ein Abbild von Gesellschaftsstrukturen und deswegen aber ich würde jetzt eine sehr starke Beteiligung der umliegenden Bevölkerung, der Volksgemeinschaft und wie Sie gestern für diese Holocaust-Themen diskutiert, ist hier jetzt erstmal nicht so sehen, weil es ist tatsächlich ein Phänomen, das das KZ-Phänomen in einer abgeschlossenen Welt stattfindet, die eben in diesem Sinne abgeschlossen ist, außer dass vielleicht manche sexuellen Kontakte auf Arbeitskommandos dann außerhalb des Lagers stattfanden, aber das war einfach unter Häftlingen. Da waren die Oranienburger oder sonstige Bevölkerung war da nicht dran beteiligt. Es ist tatsächlich was unter den Leuten im Lager stattfindet, soweit ich das bisher sehe. Frau Zöke, wollen Sie sich da unmuten? Genau. Ich glaube, es kommt tatsächlich darauf an, wie man das genau definiert und was man genau meint. Also ich glaube, sexualisierte Gewalt ist was tatsächlich alle Bereiche betrifft. Also da geht es nicht nur um die Konzentrationslager, sondern es gab Vergewaltigungen auch in Ghettos, in Verstecken, vor den Deportationen und so weiter und so fort. Das ist also was eher so die ganze Zeit durchzieht und auch von sehr vielen unterschiedlichen Gruppen, das habe ich versucht kurz anzusprechen, also nicht nur von SS-Männern gemacht wurde, sondern auch von Soldaten und so weiter und so fort. Deshalb glaube ich, kommt es wirklich darauf an, worauf man sich genau bezieht. Es ist bei dem Fall von Frau Ley, glaube ich, auch ein bisschen was anderes und das ist sehr spezifisch für das Lager. Ich kann mir aber vorstellen, also ich denke, darüber gelesen zu haben, dass es halt solche quasi Tauschsysteme natürlich auch außerhalb der Lager gab. Also dass die örtliche Bevölkerung, dass Frauen sich quasi angeboten haben, um das mal vorsichtig zu formulieren, also auf besetzten Gebieten zum Beispiel, um Überlebenschancen zu haben zum Beispiel oder jemanden zu schützen oder bessere Nahrungsrationen zu bekommen und sind deshalb mit Soldaten gewisse Tauschgeschäfte eingegangen, um das mal positiv zu formulieren. Ja, ich würde jetzt gerne Liz Harvey noch mal in die Diskussion ziehen, die genau auch dazu ja geforscht hat, zur Besatzungsgesellschaft unter geschlechtergeschichtlicher Perspektive. Vielleicht kannst du das noch etwas erweitern, den Stand der Forschung da. Pardon, ja, ich denke, also die Arbeiten also von Marin Gröger zum Beispiel, also Regine Mühlhäuser, also wir haben ein breites Panorama eigentlich von diesen extremen Machtstrukturen, also Machtverhältnissen in besetzten Ländern, wo also überall sich Gelegenheiten anbot für Männer, die irgendwie was wollten, das zu bekommen, was wir wollten, und Frauen. Und natürlich ein Spektrum von konsensualer Sex und kommerzielle und Survival Sex. Also es gibt so viele Schattierungen. Und ich denke, die Forschung hat sehr richtigerweise irgendwie auf diese Handlungsspielräume in den besetzten Gesellschaften hingewiesen. Aber ich denke einfach dieses Phänomen der extremen Machtstrukturen, die ganz extrem ausgeprägt sind in Konzentrationslagern, auch außerhalb der Konzentrationslager unter Besatzung auch reproduzieren. Also die sind auch da. Also so viel. Ja, also und vielleicht meine Frage, die wir irgendwie nicht so sehr viel besprochen haben, wie dieses Thema von sexualisierter Gewalt in den Ausstellungen und in der Bildungsarbeit angesprochen wird. Vielleicht kommt das in anderen Sitzungen dann vielleicht wieder zur Sprache.
Ich denke, ja, danke, Liz. Ich glaube, das ist wirklich nochmal außer Frau Ley, Sie machen jetzt eine große Handbewegung, sonst würde ich sagen, das ist ein Thema, das wir für eine neue Tagung oder einen Workshop vielleicht mal in Angriff nehmen, weil ich das auch für extrem wichtig, aber extrem schwierig halte. Und dann würde ich nämlich jetzt sehr pünktlich, wenn ich keinen Protest höre oder sehe, dieses Panel beschließen, auch noch mal mit der Bemerkung, dass wenn man, davon gehe ich als Feministin einfach aus, Geschlecht als zentrale Hierarchisierungskategorie von Gesellschaften ansieht und damit auch als zentrale Analysekategorie für unser Verständnis von Gesellschaften, dann ist natürlich das Thema Sexualität als eine Form von sozusagen Hierarchisierung, Performing Hierarchies, würde man auf Englisch so schön sagen, zentral. Und deshalb ist es ein Thema für die Forschung zum Holocaust, aber auch aus meiner Sicht für alle anderen historischen Themenbereiche. Und ja, kann man sozusagen ohne Geschlecht geht es nicht, um es damit vielleicht mal zu belassen. Ich danke allen sehr, sehr herzlich, Christine Zühlke, Astrid Ley und Liz Harvey für die Diskussion, für die Beiträge. Ich danke Ihnen für die Fragen im Chat und ich danke Frau Eschrich ganz besonders für die Bereitstellung. Das hat tatsächlich sehr geholfen, hätte ich gar nicht gedacht. War ganz wunderbar und dem ganzen Team auch nochmal als Moderatorin für die wunderbare Allround-Betreuung, die wir hier auch sozusagen als Chairs genossen haben. Und ich soll jetzt darauf hinweisen, dass jetzt eine halbe Stunde Pause ist und danach geht es weiter mit dem nächsten Vormittagspanel. Vielen Dank.